ist mein Schuh? Hallo? I think this belongs to Callum. Are you sure? I will check this. Ja, stimmt. Okay. Callums Schuh. Ich meine, er hat ja hier Spaß. Er ist ja nicht auf der Flucht. Gehe ich jetzt mal, ich muss kurz mal, ja, Plauze. Vielleicht soll ich mal das Ding wieder lauter machen. Ich höre nämlich kaum was. Ah, Geräusche. Er ist ja nicht auf der Flucht und verliert seinen Schuh. Ich meine, dann zieht er seinen Schuh wieder an. Oder ist gerade was mit ihm passiert? Man weiß es nicht. Wieder ein Zahnplug, den man hier... Chad the Chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk, willkommen zu Atlantica. Also er heißt uns willkommen hier im Park. Man kann ihn täglich treffen, wenn er Eisskulpturen macht. Okay, er macht also Chad the Chipmunk macht Eisskulpturen in the following locations. Um 11 Uhr morgens Sideshow Alley, um 1 Uhr nachmittags am Oktotron und um 3 Uhr am Eingang. Gemeinde Kinderreim. So, was haben wir da noch? Tada! Das ist ein Busch. Wow. Aber ist ja hier auch wie... Lorraine, geh mal aus dem Schatten. Ich meine, geh aus dem Licht. Ist das Blut oder einfach nur verschmierte Farbe? Read handwritten note. What's this? Ja, keine Ahnung, ist Englisch. Aber echt lang geschrieben. Also könnt ihr eine Pause machen. Ich mache mal wieder zu. Es geht also im Großen wohl darum, dass Herr Winter dann halt so ein, das halt jetzt den Vertrag abgeschlossen hat, das Land gekauft hat. Er jetzt auch einen Namen gefunden hat. Er speichert. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ist ganz normales Lichtverhalten, dass es mitten in der Nacht angeht. Weil eben so, wenn man sich so schon wieder speichern. Ich habe so einen Schiss, dass ich hier sogar noch in Gegenden gehe, die noch mehr Schiss verursachen. Aber man kann ja nicht drum rumgehen, scheinbar. Wir müssen also auf das Licht zugehen. Geh nicht in das Licht. Psst. Ah! Nein, Schritte. Callum, stay where you are. Ja, mach das. Kacke. Oh nein, ich hätte nicht... Oh nein. Oh, scheiße. Was ist hier? Oh nein. Come on, Mommy. Come back. Oh, das kann ich jetzt sonst in Ruhe... Alter, was war das? Ah. Oh, ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, scheiß drauf. Ja, eine Schwanfahrt im Mondschein. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Ein toter Kollege. Was war... Ach, das ist der Tunnel of Tales, ne? Oh, scheiße, nein.
Oh, Füße. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Ich weiß gar nicht, was passiert. Wir gucken da hin und die kaschen uns von der Seite. What So. will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Da ist noch was drin in der Höhle. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Lecker Ethanol. Lollis, wahrscheinlich. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Das Vieh ist doch noch hier, Mann. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him.
The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansol, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Yo! And then, because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Seit wann? Ach, draußen. Was heißt denn viel drin, ne? Raus. Halt an. Da. Nicht nochmal. Raus. Gut, Mann. Toll, super. Draußen ist doch dieser Typ, der uns verfolgt hat. Aber was war das denn? Vor allem, was war das? Das war Chat. Das war Chat, mit dem wir einen Chat hatten, quasi. Das ist der Schwankopf. Auch so unschuldig. Super. Ach, das letzte Bild, das fand ich krass mit dem, dass die dann die Hexe gegessen haben. Ach da. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Ja, also ihr Leben lief also auch nicht so gut. Wieder irgendwelche versteckten Hinweise drauf. So, jetzt sind wir da vorne. Ja, dann kommen wir jetzt... Oh geil, wir kommen jetzt zur Krake. Finde ich gut. Wenn jetzt gleich wieder dieser Typ auftaucht. Also was für Kinder ist das auch? Ah, da ist der Schwan. Alpha-Wand. Ja, toll. Ach nee, ein Zaun. Alpha-Zaun. Ist kaputt. Das ist Alter, ist das so riesig, das Teil. Was wir hingekippt haben. Haben so einen Berg dahin gebaut. Ich frage mich, ob diese ganzen Felsen hier echt sind oder ob das auch alles nur Fake ist. Das ist nur Beton. Was ist da? Oh oh. Oh oh. Alles gut. Another accident. This place.
Weiterer Unfall. Wir haben noch gar keinen Unfall gesehen, oder? War schon irgendwas Unfallmäßiges da? Weiß ich nicht. Blut. Oh, Alter. Spricht gleich irgendwas an hier. Okay, Blut. Oh, nee. Nee, vergiss es. Vergiss das Spiel, vergiss es. Das war jetzt noch nicht zurück. Ach doch. Jetzt. Ich sehe nichts. Jetzt ist doch irgendwas auf dem Beifahrersitz, oder? Was ist denn das? Ich würde euch mal verschmutzten Mond, ich will gar nicht sehen. Ach, das ist doch der Teddy. Cool, wir haben den Teddy gefunden. Das ist ja fix. Geil. Warte mal. Oben. Boah, fick dich! Ah, fick dich, Spiel! Will jetzt nicht lesen. Sauer. Nee. Könnte ja Pause machen. Ich bin jetzt erstmal... Das ist der Teddy. Teddy? Oh. Blut an der Rückwand. Messer... Der Teddy fährt und hat Messer im Auge und hier ist Blut auf dem Beifahrersitz. Und auch hier an der Tür. Ach nee, das ist da, dahinter wahrscheinlich ein bisschen. Ah, Mann ey. Schönen Dank auch. Was ist das? Oh, können wir da durch? Hier. Scheiße. Nee, es ist halt doch... Was? Oh. Ist da wer? Ich warte jetzt mal drauf, dass da irgendwo einer steht oder was weiß ich. Rauskommt oder lang geht. Irgendwie so subtile Sachen, die aber so unheimlich viel... Alter, geiles Bild. Oh, ich liebe dieses Lampengedöns von diesen Freizeitparks. Oh nee, die Musik, die hört sich schon so an, als wenn da gleich wieder irgendwas kommen wird.